Hallo und willkommen bei Motorkrank. Ich bin Michael und in der heutigen Folge schauen wir uns an, wie wir an einer Yamaha 550 das Heck im Coffee Racer Style umbauen können. Bleibt dran! Ganz grob gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder wir kürzen den Rahmen und setzen einen Bogen ein, so wie es ganz klassisch gemacht wird, oder wir schauen, wie wir das Ganze, ohne den Rahmen zu bearbeiten, trotzdem in die Richtung hinbekommen, dass es gut aussieht und dann aber uns auch viel weniger Arbeit macht und vor allem Aufwand macht, eine Einzelabnahme vom TÜV zu bekommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche dieser zwei Möglichkeiten die bessere ist. Ich schaue mir zuerst mal die Möglichkeit an, wie wir das Ganze machen können, ohne den Rahmen zu kürzen. Und wenn das nicht okay ist, dann denke ich, werden wir es wohl machen und den Rahmen kürzen und den Bogen einschweißen. Und dann müssen wir leider eine Einzelabnahme machen lassen beim TÜV. Das wird ein bisschen kompliziert, da ich hier persönlich in Hessen wohne und in Hessen ist das alles ein bisschen komplizierter, da die ganzen Einzelabnahmen, die gemacht werden, noch einmal zur Behörde nach Marburg geschickt werden. In Marburg wird dann geprüft, aber es wird geprüft anhand des Paperwork. Das heißt, ohne Nachweise gibt es auch keine Einzelabnahme und keine Bestätigung dieser. Wir müssen also dann für die Einzelabnahme in ein anderes Bundesland. In diesem anderen Bundesland haben dann die TÜV-Sachverständigen auch die Möglichkeit, die Eintragung zu machen und werden nicht noch einmal von einer zusätzlichen Behörde kontrolliert. Das heißt, es liegt dann im Ermessen des einzelnen TÜV-Prüfers oder des Sachverständigen mit Vollbefugnis, so heißen sie im ganzen Namen, ob etwas eingetragen wird, ob etwas verkehrssicher ist oder nicht. Okay, schauen wir uns zuerst einmal das serienmäßige Heck der XJ550 an. Da haben wir einmal diesen Haltebügel für den Sozius. Der muss natürlich weichen bei diesem Umbau. Klassischerweise wird dann hier ein Riemen auf den Sitz von unten aufgenietet. Kann man auch einen starken Gürtel nehmen, an dem sich der Sozius festhalten kann. Also, Verkleidung muss weg, Kennzeichenhalter, Beleuchtung muss weg. Und dann schauen wir uns an, wie hier unten drunter der Rahmen verläuft. So, das war's auch schon. Ging ziemlich schnell. Was macht man jetzt normalerweise? Ungefähr hier an dieser Stelle wird der Rahmen normalerweise komplett gekürzt. Bedeutet hier einmal absägen und es wird stattdessen dann ein Bogen eingesetzt. Den müsste ich auch gerade hier irgendwo liegen haben. Ja, es wird dann normalerweise so ein Bogen hier eingesetzt. Der ist jetzt auch schon passend für diesen Rahmen. Und dann wird normalerweise dieser Bogen auf das abgeschnittene Rahmenende aufgesetzt, indem hier in den Rahmen hinein diese Hülse gesetzt wird. Dann wird angebohrt oben und unten, die Hülse wird dann punktverschweißt im Rahmen, dann wiederum hier hinten der Bügel aufgesetzt, gleiches Punktverschweißen hier wiederum durch zwei Löcher oben und unten und dann wird einmal eine saubere Naht außenrum gelegt. Und schon haben wir unser Rahmenende hier mit diesem Loop, mit diesem Frame Loop dann ergänzt und gekürzt. Das heißt, meistens muss dann auch nochmal hier, zumindest hier bei uns in Deutschland, an diesem Loop eine Halterung angeschweißt werden, wo wir den Kennzeichenhalter montieren können und die Beleuchtung. So, das war einmal die Variante Frame Loop einsetzen. Zweite Variante habe ich unlängst gesehen an einem Umbau. Wir verwenden weiterhin den Standardrahmen und versuchen mit dem Sitz, den wir hier oben drauf anpassen und dem Kennzeichenhalter, das Ganze so zu kaschieren, dass man nicht mehr diesen hässlichen Rahmen sieht an dieser Stelle. So, und hier zum Testen habe ich mir auch schon einen gebrauchten alten Sitz besorgt, den ich schon mal nackig gemacht habe, das heißt den Bezug runtergenommen habe. Und ja, wie wir sehen, eigentlich die Form des originalen Sitzes passt sehr gut. Natürlich ist der originale Sitz, passt sehr gut zum Rahmen. Und genau deswegen und auch wegen der Möglichkeit, den Sitz weiterhin klappen zu können und hier unten an die Sicherungen ranzukommen oder auch an das Fach, wo dann zum Beispiel der Fahrzeugschein versteckt ist oder das Bordwerkzeug,
Und das wollte ich einfach nicht missen, deswegen habe ich geplant, den originalen Sitz zu verwenden. Das wäre nun also die zweite Möglichkeit, die legale Möglichkeit oder zumindest die, die uns weniger Hickhack mit dem TÜV und den Eintragungen macht, weil wir eben nicht den Rahmen verändern. So, das Ganze jetzt mal mit dem Schaumstoffpolster. Diese Linie hier können wir dann auch theoretisch verwenden, müssen Sie sogar, um hier weiter abzupolstern, um den Sitz dann auf dieser Linie hier verlaufen zu lassen. Das heißt, von diesem Schaumstoff muss alles weg und wenn ich jetzt mal runter gucke, hier ist Gott sei Dank kein Material, es ist sogar noch 1,5–2 cm Polstermaterial möglich. Bedeutet, wir müssen wirklich diesen Höcker hier nicht entfernen. Wir können ihn erhalten. Es ist dann unter Umständen hier hinten etwas härter zum Sitzen, aber ist ja nicht ganz so wichtig. Wir sitzen ja schön vorne, wo es bequem ist. So, das ging ziemlich schnell. Einmal kurz den Fuchsschwanz raus, Plastik gekürzt. Unsere XJ hat keinen Bürzel mehr. Nun das gleiche hier beim Polster. Ja, schöne Sauerei, aber geht doch echt sehr gut. Wir sehen hier an diesen Seiten hier müssen wir auf jeden Fall nochmal fein schleifen. Hier im hinteren Bereich wird jetzt noch ein Stück angesetzt. Die Form muss ich noch rausfinden. Ich glaube, als allererstes muss ich mir aber mal überlegen, wie hier hinten die Beleuchtung bzw. der neue Kennzeichenhalter dann montiert wird. So, schauen wir das uns alles nochmal aus der Nähe an. Hier hinten der Bürzel ist gewichen. Von der Linie her sieht man jetzt schon, es ist schön niedrig. Hier geht sie leicht hoch. Halte ich jetzt aber auch nicht für schlimm. Die muss ja nicht wirklich brettgerade sein. So ein bisschen ergonomische Form darf sie ja haben. Gerade hier im vorderen Bereich, wo dann die ganzen Cafe Racer Umbauten eigentlich überhaupt nicht zum Tank dann passen und Abstände haben. Da haben wir natürlich den Riesenvorteil, dass unsere originale Sitzbank hier einfach passt. Sieht super aus. Genauso auch hier in dem Bereich und hier hinten, wo der Rahmen verdeckt ist, da haben wir mit dem Originalsitz einfach vom Design her Riesenvorteile. Unser Kennzeichenhalter. Und gerade beim Ranhalten ist mir schon aufgefallen, das wäre ein schöner Abschluss. Wenn wir jetzt hier hinten den Sitz verlängern, dass er hier ungefähr endet und wir dann hier noch unseren schönen Alu-Kennzeichenhalter haben, den wir an dieser Stelle sogar direkt mit dem Rahmen bzw. den Blinkern verschrauben, dann haben wir sogar hier unser Rahmenende verdeckt und einen wunderschönen Abschluss. So, ich habe mal schnell ein Stück Pappe zurechtgeschnitten, um den Abschluss des Sitzes hier mal zu testen, wie das aussehen könnte. Ich meine, das sieht ganz gut aus so. Hier an der Seite wird der Sitz dann etwas schmaler und dann eben den schönen runden Abschluss. Okay, hier ist unser hinteres Sitzteil. Das hier habe ich jetzt gerade schon noch angefertigt. Plan ist, dieses Teil jetzt hier einmal herumzubiegen und festzunieten. Und dann wird diese Platte auf den bestehenden Sattel bzw. auf die Reste dessen aufgenietet. Das Ganze wird jetzt markiert und dann aufgenietet hier auf den bestehenden Sitz. Und dann werde ich noch gucken, dass ich hier die Seiten anpasse, dass es hier einen schönen Übergang gibt in unser neues Sitzheckteil. So, bis hierhin war es dann doch sehr viel einfacher, als ich dachte. Es passt wunderbar hier drauf. Ich habe hier noch
ein Kantenschutzprofil draufgesetzt, das mir hier diesen Übergang hier einfach deutlich smoother macht. Schützt dann natürlich auch später bei der Bepolsterung hier das Material, dass es hier sich nicht durchscheuert. Dadurch, dass dieses ganze Teil jetzt auch nicht wirklich hinten raus steht, hier bis hierhin noch abgestützt ist, glaube ich nicht, dass sich da viel verbiegen wird, auch wenn man sich mal hier als Sozius mit draufsetzt. Ich bin begeistert von der Form. Ja, jetzt gucke ich mal, wie ich hier an der Stelle noch bepolstern kann. So, das war jetzt eine Riesenschweinerei. Ich habe aus dem Original-Reststück hier den Patch gemacht für das Heck. Hier muss man zwar relativ genau arbeiten, ein paar kleine Unebenheiten dürfen aber auch ruhig durchaus drin bleiben. Auch hier so ein Übergang ist nicht allzu wild. Warum? Wir setzen über das Ganze auch noch dieses Polstervlies. Das Polstervlies hilft uns jetzt, diese Unebenheiten hier auszugleichen. Als erstes werde ich jetzt mit Sprühkleber einmal dieses Endstück hier hinten leicht fixieren, danach den gesamten Sattel mit Sprühkleber einkleben und dann kommt dieses Polstervlies oben drüber. Wenn ich das dann glatt gezogen habe einigermaßen, kommt unser Kunstleder drüber. So, jetzt ist es nur echt soweit. Wir können den neu bepolsterten Sitz endlich auf unser Bike ziehen. Ich bin wirklich zufrieden. Das sieht geil aus. So, vor lauter Freude über den fertiggestellten Sitz hätte ich fast vergessen, hier unten fehlt uns ja noch der Kotflügel bzw. die untere Abdeckung für die Sitzbank. So, und hier kommt der Plan. Wir haben noch etwas übrig von unserem Alublech. Das können wir hier perfekt auf unsere Verstärkungsstrebe aufschrauben oder aufnieten. Dann können wir daran sogar den Kennzeichenhalter selbst befestigen. Und es bietet uns gleichzeitig noch den Spritzschutz hier nach hinten für die Unterseite unseres Sattels. So, Montage Innenschutzblech, Kennzeichenhalter ist somit geglückt. Sieht verdammt geil aus eigentlich. Stützt wie gesagt unseren Sitz auch nochmal von innen. Da bewegt sich wirklich gar nichts, außer das gesamte Motorrad. Da kann man jetzt ruhig drauf sitzen. So, schauen wir uns den legalen Heckumbau nochmal im Detail an. Wir haben unseren Rahmen erhalten. Ich finde, das sieht ganz gut aus an der Stelle. An der Unterseite haben wir jetzt hier nochmal die Aluplatte zur Verstärkung. Hier auch die Querstrebe aufgenietet, beziehungsweise vielleicht auch mal verschraubt. Der Kennzeichenhalter auf dieser Platte festgemacht. Riesen Vorteil. Wir können weiterhin unseren Standardsattel verwenden, beziehungsweise den originalen Klappmechanismus, wenn ich ihn dann jetzt mal so entriegelt bekomme. Hier unten drunter sehen wir jetzt
die aufgenietete Platte. Wir sehen auch hier den umgebauten Sitz im Heckbereich. Haben wir alles im Video schon gesehen. Und ja, wir können weiterhin richtig schön an unsere Sicherungen ran. Wir haben weiterhin den schönen Klappmechanismus. Also alles relativ original, ohne große Einbußen. Das Einzige, was uns fehlt, ist hier hinten das Fach, in dem man das Bordwerkzeug verstecken kann. Das ist jetzt eben nicht mehr gegeben. Dafür haben wir ein wunderschönes Heck. So, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal werden wir neue Blinker montieren. Das sind diese Schätzchen hier mit integriertem Rücklicht und Bremslicht. Das gleiche dann auch für vorne, die Blinker mit Positionsleuchten. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Ansonsten abonniert den Kanal, um weitere solche Videos nicht zu verpassen. Bleibt motorkrank. Bis dann.